Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung hier aus der Küche im Hyatt House in Irvine. Themen, die ich frisch gepresst habe, wie ich nachher natürlich den Orangensaft frisch gepresst haben werde, steht im Kühlschrank. Gibt es Lufthansa plant Mehrheitsübernahme von ITA. Lufthansa Umbau Swiss-Chef stellt sich hinter Zentralisierung. Anscheinend sind da auch Jobs in Gefahr. War das nicht anders versprochen? Ryanair warnt vor Drohnenstörungen im NATO-Luftraum und fordert härteres Vorgehen. Kann man von Irland aus natürlich gerne machen. Neues Feature bei Marriott. Da gibt es jetzt die Lounge-Suche. Das gibt es bei Hyatt schon länger, aber hat auch Probleme. Und wir haben eine Partnerschaft, ja, Lufthansa und Marriott Bonvoy, das nennt sich dann neue Partnerschaft. Also insofern, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu abonnieren, ja, die Glocke zu drücken, genau so ist das richtig. Like dazulassen, aber kommt auch auf School und kommentiert und macht und tut. Das erste Thema, was wir haben, das ist Lufthansa. Lufthansa hält derzeit ja 41% bei den Freunden der ITA. Ich sage immer Alitalia, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich von dem Namen nicht trennen. Wer von euch das auch nicht kann, kommentiert unten oder auf School. Und laut dem Bericht von Corriere della Sierra, der ja anscheinend immer sehr gut informiert ist, strebt die Lufthansa bis 2026 die komplette Übernahme an. Nee, Quatsch, 90%, dann so ist es richtig. Und dann bis spätestens 2033 auch die restlichen Prozente, die 10, also gar nicht mal so lange hin. Aktuell liefert ITA bessere Ergebnisse als geplant. Man sei auch operativ besser, als es im Businessplan steht. Zitat Kaspor, dass man dort, das gilt auch für die ITA, also das heißt, dass man die ITA vollständige Konzernstrukturen und Allianzen einbetten möchte. Also Lufthansa hier positiv unterwegs. Vielleicht wird es die nächste Cash-Cow von Lufthansa Group. Und ab Mitte 2026 sollen sich die Synergien der Integration spürbar halten. Und dann in 2027 soll das Ganze auch ganzjährig nuckeln. Ja, gute, interessante Geschichte. Die Frage für euch ist, findet ihr, Lufthansa sollte ihre nationale Airlines wie ITA vollständig übernehmen oder droht hier ein Verlust der Identität, weil man ja hier ehrlicherweise sagen muss, dass man alles in die Konzernzentralen zieht? Da könnt ihr gerne unten kommentieren. Ja, einen Umbau gibt es ja auch, oder beziehungsweise mehrere, aber Swiss ist da im besonderen Fokus, weil die Swiss ja besonders positiv ist und besonders gut dabei steht. Und die Aussagen vom Swiss-CEO Jens Fehlinger sind da interessant in dem Zusammenhang. Er verteidigt das Ganze natürlich auch im Sonntagsblick, das ist eine Schweizer Zeitung, glaube ich. Aufgaben wie IT-System und Streckenplanung sollen künftig zentral von Frankfurt aus gesteuert werden und gestartet werden. Wobei sollte IT nicht von den Austrian-Leuten, aber hey, who cares for details? Synergien und Effizienzgewinne sollen natürlich im Lufthansa-Konzern da sein. Das macht natürlich durchaus Sinn in meinen Augen, auch bei diesem zweiten Thema hier. Und Swiss ist natürlich dann trotzdem aus seiner Sicht eigenständig und die Markenbildung, was das auch ganz genau heißen mag, in Zürich bleiben. Ich finde immer, wenn man aus der Ferne dirigiert wird, wir haben das ja gesehen zum Beispiel einfach platt bei Opel. Ne? Man hat ja gesagt, ja, Opel soll so bleiben, wie es ist, hat GM gesagt, hat nicht geklappt. Dann sind die ja von Opel auf PSA gegangen. Also das ist alles, dass dann natürlich Identität verloren geht. Das ist einfach dann so Markenportfolio oder Mischmasch. Ich bin da nicht ganz so ein großer Fan von. Stellenabbau ist nicht ausgeschlossen. Auch hier gibt es ein Zitat. Es wäre naiv, Reduktion Personal auszuschließen, aber das ist nicht unser Ziel und immer die allerletzte Maßnahme. Und auch natürlich ein Teil der Jobs kann ja auch dann logischerweise von Zürich nach Frankfurt verschoben werden. Für den einen oder anderen ist dann Shuttlen angesagt. Also man lebt dann in der Woche in Frankfurt und geht dann zum Wochenende nach Hause zur Familie, was natürlich auch komplett Banane ist. Aber hey, so ist das im Leben. Lufthansa prüft sogar Boeing-Flugzeuge über die Schweiz zu importieren, um die lokale Wirtschaft stärker einzubinden. Ja gut, so kann man das natürlich formulieren, aber in der Schweiz, glaube ich, ist es billiger für die. Aber da könnt ihr mich ja korrigieren.
Ich glaube nämlich nicht, dass die Lufthansa karitativ auf einmal unterwegs ist und sagt, ja, nee, den Schweizer wollen wir unterstützen, sondern das hat ganz klare finanzielle Gründe. Also insofern hier mal die Kirche im Dorf lassen. Ihr könnt ja auch noch mal gucken, wie ihr das Ganze empfindet. Ich habe die Fragen ja so oft gestellt dazu, ist ja im Prinzip auch kongruent zu der anderen Frage mit der Markenidentität und so weiter, ob ihr diese Zusammenlegung gut findet. Der Ryanair-Chef, der hat ja manchmal sehr merkwürdige Aussagen und hier haben wir eine, das Michael O'Leary, und er sagt halt, dass diese Drohnenflüge wohl ein Dauerproblem in der EU werden könnten. Und das Zitat ist, das wird für die Fluggesellschaft über die nächsten paar Jahre ein Dauerthema. Und natürlich sind die Vorfälle um die Kampfdrohnen in Polen, in Rumänien, was natürlich Hardcore-Ziele der Ryanair sind, ein Problemfall. Wir haben ja nicht nur das GPS-Jamming und Spoofing. Spoofing glaube ich in Europa noch nicht so, aber wir haben Jamming auf jeden Fall. Und Flughäfen mussten geschlossen werden, mussten Flüge umgeleitet werden, Flüge verspätet, ausgefallen. Und das ist natürlich ein Problem. Und Ryanairs Pünktlichkeitsrate fiel auf 60%. Und da gibt es auch nochmal ein lustiges Ding. Russland spielt mit Europas Spielchen. Wir sehen das nicht als Sicherheitsthema, aber ganz sicher stört das betriebliche Abläufe. Und deshalb fordert er ganz klar Sanktionen für Russland von der EU, aber auch von den USA gegen Russland. Ja, ich weiß nicht, wie sich er das vorstellt, ob man da jetzt im Prinzip mal in Moskau anruft und sagt, Vladi, nicht machen, böse, böse, böse. Ist anscheinend im Moment ein Thema, ist halt so, Cost of Doing Business, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich weiß auch gar nicht, wie man darauf reagieren soll. Ich persönlich halte aber ganz wichtig, dass man immer nicht eskalativ reagiert, dass man da immer sagt, okay, kannst du nicht machen, aber am Ende des Tages, wenn einer bekloppt ist, ihr wisst das ja, wie im Sandkasten das ist, wenn jemand mit dem Förmchen immer von anderen spielen möchte, da hast du halt keine Handhabe. Wo du eine Handhabe jetzt hast, ist bei dem Thema 4 ist es. Marriott hat ein neues Feature und zwar Lounge. Was für mich natürlich auch so ein Thema ist, dass wenn man in einem Hotel übernachtet, ist Lounge ein wichtiges Feature hier in dem Hyatt House. Deshalb habe ich mich auch in die Küche gesetzt. Seht ihr ja, habe ich dort meine eigene Lounge im Prinzip geschaffen, im Kühlschrank meinen O-Saft frisch gepresst, sogar mit Gefrierfach, was mir sehr gelegen kommt, das mag ich. Und hier gibt es im Hotel keine Lounge. Aber manchmal will man eine Lounge haben, man will einfach nur relaxen, man will einfach nur Gas geben und sich um nichts kümmern. Und deshalb ist es so, dass man natürlich in die Lounge kann ab Platin-Status und dieser Filter funktioniert auf Marriott anscheinend mehr schlecht als recht. Gibt es hier bei Hyatt auch. Aber es gibt halt Probleme mit diesem Lounge-Finder-Funktion. Die sagen einem nicht zum Beispiel, ob die Lounge noch offen ist, ob sie geschlossen ist. Man sagt auch nichts über die Qualität der Lounge. Ich war im Hyatt Regency in Irvine, da war die Lounge tipptopp, aber da musstest du einen Termin machen. Ich meine, wie weit komme ich denn ja, wenn ich morgens um 6 Uhr wach werde und ich tippel dann um 6:30 Uhr, wenn die Lounge aufmacht zur Lounge, haben Sie einen Termin? What the fuck? Ne? Also finde ich so ein bisschen kontraproduktiv, aber das Angebot der Lounge war auf jeden Fall tipptopp. Ich finde eher besser, dass man, wenn man Marken hat, wie zum Beispiel Hyatt Regency, Grand Hyatt, dass es da einen Regency Club gibt oder einen Grand Club gibt, dass dieses, wenn es Markenbestandteil ist, dann auch eingehalten wird. Aber ich fahre zum Beispiel jetzt in die Wüste und da gibt es im Grand keine Lounge. Die hatten eine Lounge, als sie noch Regency waren, aber die Lounge wurde ja dann geöffnet, geschlossen, dann kam Covid, dann hat man vergessen, dass man eine Lounge hat, dann hat man sie nie mehr umgewidmet. Also das heißt, man hat es jetzt als Conferencing Room oder sowas, kannst du mieten. Und am Ende des Tages in Grand haben sie keinen Grand Club aufgemacht. Fällt aus wegen ist nicht, weil sie sind ja jetzt Resort und beim Resort kann man eine Genehmigung kriegen von Hyatt Corporate. Ja, ist zwar im Brandbook, also das heißt, man sollte eigentlich eine haben, aber ist nicht. Ja, wichtig ist natürlich auch, ja klar, ihr könnt dann Klappzimmer kaufen, das ist auch so ein Indikator für die Lounge, aber das ist ja auch immer so ein Thema, dass wenn man kein Platin ist und dass man dann viel Geld bezahlt, dass man dann die Lounge bekommt.
ist am Ende auch schwierig in meinen Augen, weil man weiß nie, was die Qualität ist. Gerade hier in Nordamerika ist es wirklich eher schlechter als besser. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, ihr geht auf alle Filter, da könnt ihr drauf klicken, dann kommt der Reiter und dann könnt ihr halt aussuchen. Und da gibt es eine Funktion, die nennt sich Ausstattung und dann Lounge für Elite-Mitglieder aktivieren. Und dann sollten alle rausgefiltert sein, wie Pool oder whatever. Ihr könnt das dann halt so für eure Ansprüche dann fixieren. Wichtig ist auch, dass Marriott natürlich darauf hinweist, dass je nach Hotel das Ganze variieren kann, hatte ich euch ja gesagt. Heißt also reduzierte Öffnungszeiten, Renovierung oder aber auch, dass man einfach die Lounge geschlossen hat, aber keiner weiß das so genau, dass sie geschlossen ist. Na, also ihr merkt, hier gibt's viel. Und in Deutschland gibt es ja 15 kostenlose Loungezugänge. Eigentlich gibt es 17, aber das ist das Ritz-Carlton Berlin und das Ritz-Carlton Wolfsburg. Die Lounges, da braucht ihr entweder die Ritz-Carlton-Karte aus den USA und einen der 3 Lounge-Voucher, die ihr pro Jahr bekommt, oder ihr müsst halt dazu bezahlen. Ja, der Vorteil des ganzen Lounge-Themas ist natürlich, dass man dann das Problem hat, dass es keine Lounge mehr gibt. Lounge ist irgendwie so eine aussterbende Geschichte, so wie die First Class ja auch. Wer war jetzt noch letztens? Thai. Die wollen ja auch die First Class abschaffen, also ja, schwierig das Leben. Ja, wie seht ihr das? Ist das Lounge-Feature ein Feature, was ihr haben müsst? Ist die Lounge wichtig oder ist es eher mittlerweile nur noch? Ne? Ich persönlich, ich gehe ja auch in Flughafen-Lounges eher selten als mehr. Es verliert seinen Reiz nach einer gewissen Zeit. Es ist natürlich schön, wenn man arbeiten muss oder sowas, dass man einen Ruhebereich hat, aber ich weiß nicht, irgendwie vom Essen bin ich gelangweilt da und ich versuche auch wesentlich weniger Zeit an Flughäfen zu verbringen, wie ihr zum Beispiel gesehen habt, als ich nach Los Angeles geflogen bin, ich bin in die Lounge gegangen, um Video aufzunehmen. Habe ich das diesmal gemacht? Ach nee, war ja Sonntag. Davor habe ich es aber gemacht. Also insofern Ruhe fürs Video zu haben, ein Vorteil, den man dann hat. Das letzte Thema ist auch Marriott, aber Lufthansa und Marriott. Marriott und Lufthansa bauen Kooperationen aus. Eine neue Preferred Partnership bringt gegenseitige Statusvorteile. Bei Marriott heißt das, wenn ihr Marriott-Mitglieder seid, bis zu 120 Heights and More Statuspunkte pro Jahr, je 40 pro Aufenthalt, mindestens 2 Nächte, Voraussetzung für Linker beider Accounts. Für Lufthansa-Senatoren und Hon Circle kriegt ihr automatisch den Marriott Bonvoy Gold. Gut, ich bin Lifetime Titanium, ist jetzt kein Burner. Man bekommt Upgrades, Late Checkout, Bonuspunkte, gegenseitiges Meilen verdienen bei Flügen und Hotels, wie man das ja von anderen Fluggesellschaften kennt. Das ist natürlich dieses Reziproke wie Hyatt und American Airlines und so weiter. Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein und der umfassenden Loyalty-Strategie. Das ist von Satya Anand von Marriott. Wir schaffen ein einzigartiges Wertversprechen und stärken die Kundenbindung beider Marken. Ist das so? Ich bin mal gespannt, ob ihr da die Kundenbindung seht. Und Kritik ist natürlich ganz klar, der Goldstatus ist sehr schwach. Na, also, sorry, aber einem Hon Circle da eine Goldstadt zu geben, der noch nicht mal in die Lounge kam, wie ich davor erklärt habe, schwierig. Und Titanium Ambassador wäre ein angemessener für Hon Circle. Ambassador kann ich verstehen, dass man den nicht gegeben hat. Titanium, ja, keine Ahnung, aber Platin hätte zumindest dabei sein müssen. Ja, wie seht ihr die Lage der Nation in dem Fall? Würdet ihr euch wünschen, dass es da reziprok Meilen gibt oder nicht? Heißt das, dass Meister Marriott echte Meilenpunkteverknüpfung ermöglichen oder ist das Status-Match für euch schon genug? Also Status-Match, weiß ich jetzt gar nicht, also Gold zu Gold. Aber der Gold hat einen ganz anderen Value bei Marriott. Also ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und dann ganz, ganz wichtig, auf School zu kommen. Wir haben natürlich die Fragen des Tages und ich würde jetzt als Fragen des Tages sehen natürlich einmal die Thematik der Fluggesellschaften, dass ITA komplett übernommen werden sollte und ob die Kritiker jetzt schweigen, weil sie festgestellt haben, oh, ITA läuft doch besser als gedacht. Und dann natürlich Thema Lounge. Ist Lounge für euch wichtig? Und als, ich sage jetzt mal, als kombinierte Frage dann natürlich mit dem 5. Thema. Inwieweit findet ihr diese Lounge-Zugangsverneinung für Senatoren Hon Circle bei Marriott in Ordnung oder nicht? Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren und so weiter. Also bis morgen oder übermorgen oder zur nächsten Sendung, wann immer wir uns wiedersehen. Bis dann, freue mich. Ciao, ciao.